willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr zu Hause einen Roggensauerteig ansetzen bzw. herstellen könnt, mit dem im Anschluss leckere Brote und auch Brötchen gebacken werden können. Das Ganze dauert insgesamt 5 Tage, der Aufwand wird sich aber lohnen, versprochen. Für mein Roggenmischbrot brauche ich insgesamt 300 Gramm Sauerteig, also fange ich am ersten Tag mit 50 Gramm Roggenmehl und etwa 50 bis 60 Milliliter lauwarmem Wasser an. Mehl und Wasser werden dafür einfach in ein Gefäß mit Deckel gegeben und anschließend gründlich miteinander verrührt. Dafür nehme ich einfach eine Gabel. Danach den Deckel draufsetzen. Wer mag, kann das Gefäß nachher noch in ein Küchentuch einschlagen und für die nächsten 24 Stunden an einem warmen Ort ruhen lassen. Am besten in der Nähe einer Heizung aufbewahren. Nach 24 Stunden, also an Tag 2, dann den Deckel abnehmen. Und jetzt sollte man schon eine gewisse Bläschenbildung erkennen. Den Sauerteigansatz dann einmal kurz mit der Gabel durchrühren. Dann wieder 50 Gramm Roggenmehl dazugeben. Anrühren. Und so viel warmes Wasser dazugeben und unterrühren, bis der Teig relativ dickflüssig von der Gabel läuft. Das sind immer ungefähr 50 bis 60 Milliliter warmes Wasser. Dann wieder verschließen, in ein Küchentuch einwickeln und weitere 24 Stunden an einem warmen Ort ruhen lassen. An Tag 3 dann wieder 50 Gramm Roggenmehl und 50 bis 60 Milliliter warmes Wasser bereitstellen. Den Sauerteig zunächst wieder gründlich umrühren. Hier erkennt man auch schon wieder die Bläschenbildung. Der Sauerteig sollte jetzt auch etwas säuerlich riechen. Mehl und Wasser einfach dazugeben, unterrühren. Das Gefäß verschließen und nochmals 24 Stunden an einem warmen Ort ruhen lassen. Am 4. Tag wird das Prozedere dann ein letztes Mal wiederholt. 50 Gramm Roggenmehl und ca. 50 Milliliter warmes Wasser dazugeben und verrühren, bis der Teig wieder etwas dickflüssig von der Gabel läuft. Ungefähr so wie hier. Dann nochmals verschließen, in ein Küchentuch wickeln und eine letzte Nacht bzw. die letzten 24 Stunden ruhen lassen. Am 5. Tag ist der Sauerteig dann fertig und kann im gewünschten Rezept verwendet werden. Jetzt noch ein letztes Mal umrühren und wer mag, kann sich ca. 100 Gramm im Schraubglas abfüllen. Für den nächsten Sauerteigansatz einfach im Kühlschrank lagern. Im Kühlschrank hält sich der Sauerteig ca. 2 Wochen. Das Glas einfach verschließen, in den Kühlschrank stellen und den Rest des hergestellten Sauerteigs
im gewünschten Rezept verarbeiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.